Dieses Ausgraben ist auf jeden Fall was Besonderes für uns alle. Wenn der Sarg ausgegraben wird, dann ist das der Startpunkt für die Kirmes. Die Kirmes beginnt jetzt. Wir sind unzertrennbar, wir sind unverkennbar, setzen uns ein Denkmal. Grundsätzlich läuft es auf uns hinaus, eine Kirmes auf die Beine zu stellen, die über Tage lang geht, die tausende Menschen bewirtet und unterhält. Wir sind verantwortlich für dieses Wochenende. Wer fährt den Dorffeierwagen? Bitte mal durchgeben. Wenn die Kirmes schlecht laufen sollte, würden wir das ja auch als Feedback zurückbekommen. Dann wären es die Kirmesburschen, die eine schlechte Kirmes gemacht hätten. Du kommst hierher und denkst, ja komm, ziehst 2 Schrauben fest, bist fertig. Pustekuchen. Wenn ich sag, so wie Mann und Frau. Es ist halt die Tradition halt, ne? Die man dann halt bewahrt. Man kann ja nicht alles komplett einmal von rechts nach links umkrempeln. Aber bei manchen Traditionen kann man auch einfach mal sagen, die ändern wir. Das machen wir mal anders. Es ist ja nicht für uns, es ist ja halt fürs Dorf, für die Gemeinschaft. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Also, nein, Moritz, Nico, das hat ja jetzt überhaupt keinen Sinn sonst. Termingruppenfoto wäre noch das, was wir als nächstes Ich habe schon einen haben. geilen Spot gefunden auf jeden Fall. Da oben auf der Wiese. Mein Name ist Johanna Hofmann. Ich bin 29 Jahre alt, werde aber bald 30. Und ja, ich bin Kirmesmädchen seit 2018 in Röhrenfurt. Wir können das Foto erst machen, wenn die Neuen ihre Tücher haben. Nee, und ich glaube, ich habe auch noch rote unbestickte zu Hause. Ich habe auch noch eins. Unbestickt? Eins, ja. Das solltest du wieder abgeben. Ich habe es tausendmal gesagt. Ich habe die Nachricht auch weg. Ich heiße Hanna Schneider, ich bin 17 Jahre alt. Ich mache gerade Fachabi. Ich möchte Kirmesmädchen werden, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen hier im Dorf dazugehört. Und dadurch, dass meine Eltern, also ein großer Teil meiner Familie selber Kirmesmädchen und Kirmesjunge waren, wollte ich das gerne auch erfahren, wie das so ist, wie das so abläuft. Die Kirmes ist ein Traditionsfest im Dorf, organisiert und durchgeführt von einer Gruppe junger Menschen, wirklich junger Menschen, um einfach mit dem Dorf zusammen zu feiern. Ein Wochenende lang Party, gute Stimmung, Tradition aber auch, ein Kirmesumzug. Dann haben wir noch die Themen für die Wagen, für den Kirmesumzug, für unsere Wagen, die wir selber gestalten. Müssen wir uns auch. Easy peasy. Einer auf jeden Fall Corona, fertig, dann sind wir schon ersten los. Das hast doch so totgeleiert, dass Ich hatte halt Corona quasi, aber Corona, aber halt nicht im Sinne von, da gab es eine Pandemie und es ist alles so blöd, sondern Hamsterkäufe. Irgendwie sowas damit. Endlich wieder Kirmes ist halt. ein Partywagen da draußen. Ja, und da sitzen wir selber drauf und saugen. Ja. Der Kirmesvater ist ja jetzt noch im Berchtesgaden und deswegen ist er uns ja per Video zugeschaltet. War das so eine Idee? Ja, wir können dann warm machen. Romeo, eine Legende kehrt zurück. Mein Name ist Mathis Helmke, bin hier aus Röhrenfurt, bin Maler und Lackierer vom Beruf bei meinem Vater in der Firma, bin 22 und Kirmesvater hier in Röhrenfurt. Alter! Ja, machen wir. Klebt's und dann die kleinen schwarzen Stellen, die überkleben wir mit kleinen weißen Stellen. Das Problem an den Samstagstreffen ist häufig, dass wir zu viele Leute sind für zu wenig Aufgaben oder dass nicht immer sofort losgearbeitet wird und es ein bisschen chaotisch ist. Für Aufkleben brauchen wir nicht 8 Leute. Wir brauchen halt auf jeden Fall auch Sachen, und wenn ihr es irgendwie in ein Handy schreibt oder so, die wir auf die Wagen drauf bauen, aktiv. Entweder kann das schon angefangen werden zu bauen oder mal gucken, was wir dafür brauchen. Wir kriegen sonst die Wagen nicht fertig, Leute. Die Kirmes hat mir auf jeden Fall gefehlt in den letzten 2 Jahren. Abfahrt! Das ist eine Sache, die einfach immer dazugehört. Und wenn man dann an dem 3. Wochenende im August nicht so richtig was vorhat und keine Feier da ist, dann ist das schon sehr komisch. Umso mehr freuen wir uns natürlich auf 2022 und unsere diesjährigen Kirmes. So,
So. 1 noch. Und jetzt kommen wir da unten an das Pascale. Kleben wir drauf und machen es dann grau. Dann haben wir die Ränder. Jetzt wird es langsam spannend. Jetzt haben wir nur noch eine Woche bis zur Kirmes und wir müssen die Wagen fertig bekommen und müssen alles dafür basteln und machen, damit die auch schön schick aussehen dann beim Umzug. Sind das so Regler? Und für die Kamera, also Regler fürs Fernsehen, dass wir einfach nur 2 Stück pro Seite. Themenwagen sind einmal, dass wir sagen, wir hatten ein schönes Dorffest und wir haben das gestemmt bekommen, also die Dorfgemeinschaft an sich. Und der zweite Wagen dreht sich so ein bisschen um das HR, dass das uns so aufnimmt und einen Beitrag über uns macht. Und da wollen wir ein bisschen Werbung machen, damit die Leute das auch schön im Fernsehen bzw. in der Mediathek angucken. Das sind Lennart und Nico haben nicht abgesagt und kommen jetzt gerade nicht, oder? Ist das richtig? Das ist echt richtig kacke. Da war das Problem, dass wir hier unten stehen und die Leute nicht da waren, weil sie gestern Abend wieder saufen waren. Und wir brauchen die Leute zum Arbeiten hier unten, dass wir die Wagen und das alles fertig machen können. Ja, die bezahlen jetzt Strafe pro Minute 1 Euro und nach einer Stunde ist dann das Maximum erreicht, dann 60 €. Wer saufen kann, der kann auch arbeiten bei der Kirmes, das ist so. Und das muss auch so sein, sonst funktioniert es nicht. Oh, bist du ja! Jetzt setz ich ein Telemark. Setz ich ein Telemark, Alter. Wahnsinn, Alter. Nackler. Jawohl! Erstmal der Erntebahn. Da müssen wir jetzt da oben die Krone drauf machen, auf den Masten da drauf. Und dann müssen wir hier die Ehrenbündel, die hatten wir uns geholt gehabt. Die hat ein Bauer für uns stehen gelassen hier, Landwirt. Die hatten wir uns dann abgemacht und schon mal gebündelt gehabt. Die kommen dann hier, kommen dann quasi an der Seite jeweils dann dran an den Bahn. Warum das schwer ist? Weil das Ding an einem Drahtseil hängt und ohne Rolle, beziehungsweise doch eine Rolle ist oben dran, ne? Aber die Rolle bringt nichts. Das heißt, du hast das Drahtseil in der Hand und musst es langsam runter machen. Und da das Ding 18 Kilo wiegt, gefühlt, wird es ganz schön schwer. Das Ding wiegt 1000 Kilo? Das Ding wiegt 8 Millionen Kilo, Mann. Das ist ein Stahlkern mit Zeug drumherum. Und dann musst du das irgendwie da draufsetzen. Das ist nicht so schön. Alter. Was ist denn hier los, Fettbi? Wir brauchen eine Kombizange. Ja, dann Wasserpumpenzange geht auch. So, wurscht, Hauptsache das Ding wird festgedrödelt. Wieso brauchen wir eine Zange? Weil wir eine Zange brauchen, weil da unten noch Vierkantmuttern drauf sind. Die kriegst Vierkant? Die kriegst du mit der Ratsche schlecht fest. Hier, guck es dir an. Das kann man nicht festhalten. Nicht auch mit der Zange kann man das festhalten, Mann. Das ist der reinste Haufen. Hier, wie hältst du das fest? Da ist ja nicht mal ein Loch drin. Ja, ich habe ihre Schraube abgerissen. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ja, wenn das also Haufen Scheiße ist. Ja, es hat schon immer einer eine Idee, aber die kann man meistens oder oft nicht umsetzen. Weil die Ideen nicht ganz so konstruktiv sind, wie man es eigentlich braucht. Die beste Idee war bis jetzt immer einfach anzünden und weggehen. Also. Nee, aber normal löst man eigentlich die Probleme schon. Das sind jetzt so kleine Probleme damit Schrauben oder irgendwas. Das sind ja auch alle, oder was heißt Handwerker, aber die wenigsten eigentlich, aber die anderen, die können ja auch. Auf dem Dorf kann man ja auch ein bisschen was mit seinen Händen machen. Da hat man ja 2 linke Hände. Ich finde es einfach überragend, dass wir fahren hierher und es ist 0 Vorbereitung da gewesen. Du kommst hierher und denkst dir, ach komm, ziehst 2 Schrauben fest, bist fertig. Pustekuchen. Das weiß ich selber nicht, warum ich den ganzen Scheiß auf mich nehme. Ja, also ich mache es auf jeden Fall fürs Dorf, weil ich möchte nicht, dass das ausstirbt, wenn jetzt keiner mehr nachkommen würde und keiner mehr irgendwas machen würde. Und ich meine, ich hänge den ganzen Tag mit den Vollidioten ab, also kann ich es auch während der Kirmes machen und mit denen arbeiten und mit denen irgendwas machen. Also kann ich es auch als Kirmesbursche machen. Also gleicht sich das irgendwie wieder aus. Und es gibt genug Alkohol als Entschädigung, also von daher ist das auch irgendwo okay. Ja, dann fahren jetzt einfach mal 2 Leute los. Chirurg, fahr los. Einfach runter an die Wechselgeldkasse, ist ja wurscht. Fobi rausgenommen, Schrauben geholt damit. So, halt's fest oder soll ich's festhalten? Ha? Ich zieh's hoch. Zieh's hoch und dann kannst du. Ja, warte kurz, ich will nur hin und dich latschen. Kannst du. Damit ich das Ding holen. Jo, bist du dumm? Ja, ihr müsst nur mal gucken, wo ich hindrücken muss, ne? Ja. Warte kurz. Ja, ich kann doch noch hochziehen. Ich seh's nicht. Schieb doch einfach den Balken anstatt die Krone. Jetzt runter? Ja. Oh, leck mich am Arsch, die Scheiße ist viel zu schwer. Wir hatten überlegt, ob wir es aussehen lassen wie eine richtige Kamera, wie so eine alte, die Hanna auf die Wagen gemalt hat. Ja, das können wir ja machen. Und wenn wir an die wenn man Seite dann wie so ein sagt, Display machen. Mir macht das sehr Spaß, die Wagen zu bemalen und zu überlegen, wie wir das umsetzen, unsere Ideen.
Und was man dann auch auf dem Wagen sieht, unser Endprodukt, sag ich mal, ist halt schön, dann auf dem Wagen dann rumfahren zu sehen und dass es genau das widerspiegelt, was wir geplant haben. Also es ist häufig so, dass wir beim Wagenbauen das so machen, oder es teilt sich natürlicherweise irgendwie auf, dass wir Mädels das basteln und ein bisschen kreativer die Arbeit so leisten und die Jungs dann eher dann zupacken und die schwereren Sachen, also wirklich körperlich schwereren Sachen dann machen. Ja, gesetzliche Pausenzeiten müssen eingehalten werden, vor allem bei der Hitze. Das ist ganz wichtig. So Leute, meine Lehnen. Ja, wir sehen halt alles immer ein bisschen lockerer und nicht so ernst, sondern lassen es halt so, ja, lassen es auf uns zukommen, sagen wir es mal so. Und bei denen, da muss immer alles durchgeplant sein und immer alles gleich zack, zack, zack gehen und bei uns halt, ja. Wir lassen es halt auf uns zukommen, ne? Ja, wir warten hier seit einer Dreiviertelstunde und machen gar nichts, weil wir nicht mehr weitermachen können. So, wo hängt es jetzt hier? Da. Ohne, passt das? Ja, passt. Problem gelöst. Nach 4 Stunden. Mit einer anständigen Schraube geht das auch. Das Leben ist nicht leicht. Ja, das Leben doch heute Abend. Ja, das Leben ist nicht leicht. Gibt es Fleisch? Es ist einfach rohes Fleisch auf dem Brötchen. Frisch geschlachtet heute, Schweinemarmelade, zack, überragend. Vegan? Ich verstehe die Frage nicht. Nee, im Leben nicht. Ich will halt auf nichts verzichten, ne? Sag ich mal. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Freitagabend von der Arbeit komme und wir grillen was, dann esse ich halt meine Bratwurst, mein Steak und trinke eine Flasche Bier, wenn ich da Lust drauf habe. Brauche ich jetzt keinen Fitnessriegel und mein stilles Wässerchen dann mitnehmen. Ne? Als Vegetarierin auf dem Dorf ist es auch nicht immer einfach. Vor allen Dingen, wenn man auf Dorffeste geht, auf Dorfveranstaltungen geht und es da eben Bratwurst gibt und Currywurst gibt. Da muss man Glück haben, damit es auch Pommes gibt. Dann hat man die Pommes für sich. Ich bin nach dem Studium zurück nach Röhrenfurt gekommen, weil meine Familie in der Umgebung hier noch wohnt. Und so dieses ganze Stadtleben an sich ist, glaube ich, auch nicht unbedingt was für mich. Die Sachen, die ich am Dorf mag, sind solche Sachen, dass ich innerhalb von maximal 10 Minuten sofort in der Natur bin. Und diese Gemeinschaft unter den Menschen, dass man einfach vor die Tür geht und man kennt sich. Ich bin einfach ein Dorfkind. Wieder ein bisschen zurück. Chicken Nuggets. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Haben wir schon gut hingekriegt. Wenn das jetzt alles noch festgemacht wird, dann ist das, glaube ich, echt ein guter Wagen. Jo, von anderen Tiere. Treffer, ist das so in Ordnung, wenn wir das so festmachen? Oder sollen wir die anderen schwarz machen? Weg. Genau. Telemark gesetzt. Ja, die Frauen haben das sehr gut gemacht. Uns gefällt der Wagen auch super, muss ich ehrlich sagen. Ich habe also 2019 hat man nicht so einen schönen Wagen wie jetzt. Hallo Jutta, ich bin's Johanna. Also wir wollten wissen, ob ihr Thermoskannen für den Kaffee habt am Sonntag und Montag. Die Arbeit, die so dahinter steckt, sind solche Sachen wie die Verträge mit dem Festwirt abschließen, dann aber auch regeln, wie die Verpflegung stattfinden wird. Also wer brät uns die Bratwurst, wo bekommen wir die her? Eine Kuchenliste erstellen, damit am Sonntag und Montag auch genug Kuchen da ist. Aber dann gibt es auch noch so Sachen wie Genehmigungen bei der Stadt beantragen für die Straßensperrung für den Festumzug oder damit wir Schilder aufstellen können an den Ortseingängen. Die Sache ist auch die, wenn dann die Leute sagen, es ist so anstrengend, es ist so viel zu tun, da habe ich keine Lust drauf. Wenn das jeder sagen würde, dann gäbe es sowas nicht. Und dann fällt eine Tradition weg, die über Jahrzehnte hinläuft. Es würde, glaube ich, dem ganzen Dorf einfach fehlen. Jung wie alt. Da sitzt nicht. Und Henna daneben. Oh, wie süß. Es gibt ja überall, sage ich mal, in jedem Land oder in jeder einzelnen Region ja auch, muss man ja nicht weit gucken, gibt es ja immer verschiedene Sachen.
Brauchtümer und so weiter. Ja, das halt einfach pflegen, sage ich mal, dass man das halt von Generation zu Generation weitergibt. Das ist mir halt wichtig. Begründen kann ich das nicht. Das ist irgendwie in mir drin. Mal Nachtwache hier im Zelt, weil hier die Boxen aufgebaut worden sind heute schon und ein bisschen vom Lichtzeug. Und dass morgen nicht von jedem 2 Sachen hier stehen, ja, machen wir Nachtwache und passen auf. Ich penne jetzt erstmal hier und dann morgen früh um 8 Uhr treffen wir uns zum Büsche holen und danach stellen wir die Büsche dann im Dorf dann auf. Wir haben das Bier vergessen! Nee! Gib mir mal eine bitte. 8:21 Uhr genau. Es ist immer die richtige Zeit für Bier. Irgendwo auf der Welt ist es immer 4. In der Stadt ist gar nichts für mich. Ja, allein schon der Verkehr. Und dann mal die Straßenbahn oder sowas, wenn du da mal fährst, wenn wir da mal in Kassel sind zum Feiern oder so. Alles da überfüllt, das weiß ich. Ich brauche halt meine Ruhe, sage ich mal. Und Raumfahrt sehe ich mich in 10 Jahren auf jeden Fall. Das ist ja auch wegen der Firma und so weiter, die wollte ich ja dann schon übernehmen. Ja, Familie ist schon wichtig eigentlich, muss ich sagen. Ist halt immer, ja, man kann sie halt auf jeden Fall lassen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ist egal, was man für eine Scheiße macht oder sowas. Genauso wie Freunde, sage ich mal. Ja, Riesenbuden, Alter. Willst du noch ein größerer abmachen, Alter? Willst du noch größerer abmachen? Hör auf zu heulen, ey. Wir machen jetzt Büsche ab für einen Kirmesumzug. Die sind für die Dekoration halt. Beim Umzug an der Strecke lang, wo wir langfahren dann. So zwischen 100 und 200 Stück brauchen wir ungefähr. Das ist alles aber mit dem Förster abgeklärt. Ja, der hat uns die Plätze dann gezeigt oder mir dann die Plätze gezeigt gehabt und jetzt sind wir hier und machen halt die Büsche dann ab. Das macht halt immer Spaß, weil da eigentlich immer ganz viel Scheiße gelabert wird, eigentlich den ganzen Tag, sag ich mal. Jeder kann sie noch ein Fundament betonieren, wenn Können du wir die aus einem Baum 2 machen? Also. Ja, ist so. Nein, dann haben wir keine Spitze, das sieht auch kacke aus. Hier, den kannst du wieder mitnehmen, den Kieferzweig. Denk mal, wenn der Baum größer ist wie die Laterne, sieht blöd aus. Wasser! So. Wo kann schnell, kann gerannt werden. 2019 sind wir eingetreten, ich und meine Kumpels ins Kirmes-Team und dann ja, gab es keinen Kirmesvater. Dann schwingt euch mal drauf aufs Moped. Und einer muss es ja dann machen, da hatte ich mich dafür entschieden gehabt, dass ich es dann halt mache. Nee, Gruppenzwang ist nicht. Wir haben ja auch Freunde, die jetzt die auch aus dem Dorf kommen, die das jetzt nicht machen wollen. Muss ja nicht jeder machen. Aber wenn es einem keinen Spaß macht, dann brauchen wir es erst gar nicht machen, dann brauchen wir es ja erst gar nicht anfangen. Ja, dann fahren wir durchs Dorf, stellen die Büsche alle auf. Einer fährt mit dem Schlepper nachher, mit dem IBC-Container voll mit Wasser, füllt die Eimer auf. Dann stellen wir die Büsche hin und machen die überall fest. Wir können hier nicht überall einen hinstellen. Dann sind wir irgendwann fertig gegen, was weiß ich, 16, 17 Uhr sowas mit dem Büsche aufstellen und dem ganzen Zeug, bis wir alles geklärt haben. Dann kann jeder noch mal heim und sich duschen und fertig machen dann für abends. Und machen dann die Jungfuchsprüfung. Müssen halt alle, die neu im Kirmes-Team sind, absolvieren die Prüfung. Ihr fangt an, drinnen steht eine Flasche. Ne? Da dreht ihr euch 10-mal im Kreis drum rum. Ne? Dann müsst ihr zur ersten Station, trinkt das oder esst das, dann Station halt für Station durch, bis ihr fertig seid. Ha? So schnell wie ihr könnt. Mehr ist es eigentlich nicht. Wir haben unterschiedliche Stationen mit mehr oder weniger leckeren Sachen zu essen und zum Trinken. Und die Jungfüchse müssen dann durch eine Art Parcours laufen und an jeder Station das Essen und Trinken zu sich nehmen, was ihnen da bereitet wird. Waldmeister Wodka, Tomaten, Gemüsesaftmix, dann eingelegte Walnüsse, klein geschnitten und hier reingemacht. Den Saft, wo sie drin eingelegt waren, den auch noch mit rein. Dann noch einen guten Schuss Ramazzotti und was habe ich noch reingemacht? Achso, Mehl habe ich noch reingestreut, dass noch ein paar Brocken mit reinkommen, dass es noch ein bisschen ekliger wird. Ich bin gerade sehr aufgeregt. Es kommen immer welche raus und sagen, oh, es riecht schon so ekelhaft und sie möchten es einfach selber nicht gerne machen und jetzt habe ich noch weniger Lust dazu. Aber ich ziehe es durch. Hallo? Und los! Das Kirmeswochenende an sich ist für uns alle anstrengend. Wir kriegen wenig Schlaf, wir sind immer auf Achse, laufen sehr viel rum, trinken natürlich auch noch ein bisschen Alkohol dazu. Das kommt auch noch dazu, auch wenn es jetzt nicht das größte Absturzwochenende wird.
Oh. Und das ist super anstrengend. Und dann sagen wir eben, wenn die Jungfüchse die Prüfung schaffen, dann schaffen die das ganze Wochenende. Jetzt gib Gas! Geht alles auf Zeit hier. Und sind dann richtig aufgenommen ins Team. Anna hat sich sehr gut geschlagen in der Jungfuchsprüfung, hat die Getränke schnell ausgetrunken und ja, hat sich echt richtig gut geschlagen. Guter Nachwuchs für uns Kirmesburschen. Und ich finde ja auch immer, wenn man sich in der Jungfuchsprüfung gut anstellt, dann weiß das schon mal so den Weg für die zukünftige Kibo-Laufbahn. Weil man dann einfach merkt, dass sie Biss haben und dass sie wollen und dass die durchhalten und auch mal was akzeptieren, was vielleicht nicht so schön ist. Ja, ich bin sehr froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Und jetzt kann die Kirmes weitergehen, so wie es sein sollte. Das Kürbis ausgraben und eingraben, das sind immer solche Sachen, die passieren eher intern bei uns im Kirmesteam. Da darf dann eigentlich auch keiner zuschauen. Da wird am Donnerstagabend ein Sarg ausgegraben von den Jungfüchsen und in diesem Sarg ist eine Flasche Maria Kron. Das Besondere an der Flasche ist eigentlich, dass die im vergangenen Jahr eingegraben wurde. Das heißt, die lag dann schon ein Jahr im Boden. Also dieses Ausgraben ist auf jeden Fall was Besonderes für uns alle. Wenn der Sarg ausgegraben wird, dann ist das der Startpunkt für die Kirmes. Die Kirmes beginnt jetzt. Und traditionell wäre es eigentlich so, wenn man sie nicht findet und man gräbt sie nicht aus, dann darf die Kirmes nicht stattfinden. Das wäre die Tradition halt. Deswegen ist man immer ganz froh, wenn man die Kirmes findet beim Ausgraben. Konzentration bitte, ja. Hier ist was. Boah, Junge, das stinkt schon hier raus, ne? In dem Sarg ist jetzt eine Flasche Maria Kron drin. Und jeder, der will, kann reinschmeißen, was er will eigentlich damit dazu. Da waren schon Zahnbürsten mit drin, Stück alle Wurst. Zigarettennibbel, Stück alle Wurst. Also meistens die Flasche Maria Kron hier unten drunter komplett verschimmelt einfach. Aber da passiert ja nichts, das ist ja nur von außen. Die ist ja zu. Das schmeißen wir da rein wegen der Sicherheit. Die Sicherheit, dass es auf jeden Fall wieder schimmelt und genauso eklig ist wie das Jahr davor. Vorsicht! Das ja. Ja, da ist es ja. Guck mal hier, Alter, guck mal hier. Ey. Guck mal hier, Kirmesraum 2019. Hey, das bleibt da drin liegen. Das hatte ich auch. Ich war der letzte Mal Jungfrauprüfung, danach direkt den gesoffen. Warte mal, das ist der Nikolaus, Alter, mit Teil. Die Kimme juckt, der Bär, der schreit und Röhrenfurt ist Kirmeszeit. Prost! Prost! Die Bekanntgabe von der Kirmesmutter findet am Donnerstagabend statt. Der Kirmesvater, der sucht sich seine Mutter aus. Und das wird bei uns traditionellerweise ein Mann. So, Leute, hört mal kurz zu, bitte. Wir wollen jetzt die Kirmesmutter rasieren. Kirmesmutter, einmal bitte reinkommen von hinter der Theke. Die Kirmesmutter ist auf jeden Fall nur ein Spaßding, kann man so sagen. Ja, die hat jetzt speziell keine Aufgabe vorher im ganzen Jahr. Einfach keine Lust darauf. Oh, wie schön macht er das. Wo bucht das Ding? An am Aussehen geht's sowieso nicht. Weil die wird ja sowieso verkleidet und dann sieht danach sowieso jeder gut aus. Nico ist geworden, weil der gut mit den Leuten im Dorf halt klarkommt. Weil der halt zugänglich ist zu allen Leuten, sag ich mal. Der halt nicht so schüchtern ist. Ja, das geht halt nicht. Weil man muss ja auf die Leute auch mal drauf zukommen. Alles gut. Also die Kirmesmutter hat eigentlich nur die Aufgabe, quasi am Kirmessonntag beim Festumzug mit mir mitzufahren in der Kutsche dann, wie die Queen, sozusagen. Einmal rechts, links, winken. Der Kirmesvater ist bei uns immer der erste Vorsitzende, wenn man das so sehen möchte. So ein Stück, dass man deinen Kopf wenigstens noch sieht. So, Lennart, stell du dich, ja, bleib so da stehen, das passt schon. Wir unterstützen ihn natürlich und planen die Kirmes mit dem Kirmesvater zusammen. Ja, dann hock dich auch so aber er ist so ein bisschen das Aushängeschild, der Verantwortliche. Ja, traditionellerweise ist es ein Mann, der Kirmesvater. Das ist richtig, das ist die Tradition halt, dass der Kirmesvater auch ein Mann ist und die Kirmesmutter auch ein Mann ist. Das ist halt die Tradition dazu, die wird auch nicht geändert. Man kommt vom Studium zurück und ich war ja nicht in der großen Stadt, ich war einfach nur in der Stadt und trotzdem war da das alles schon ein bisschen fortschrittlicher. Also was das Thema Gleichberechtigung und Feminismus angeht, denke ich schon, dass
das Dorf in dem Moment ein bisschen den Stadtansichten nachhängt. Bei Feminismus geht es ja um nichts anderes als Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und es ist manchmal für mich dann nicht verständlich, warum das nicht alle auch so wollen. Wir sind eine Burschenschaft. Theoretisch dürften bei uns, wenn man es ganz genau nimmt, auch keine Frauen mitmachen, aber wir akzeptieren es, sagen wir es mal so. Eigentlich wäre es auch cool, wenn Mädels so Kirmesvater machen würden. Aber ich sag mal so, wenn man dann Kirmesvater hat und man hat eine gute Sekretärin, die das dann mitorganisiert und eigentlich fast alles leitet, dann ist es man ja wie so Kirmesvater dann in dem Sinne. Es ist halt die Tradition halt, ne? Die man dann halt bewahrt. Man kann ja nicht alles komplett einmal von rechts nach links umkrempeln. Bei manchen Traditionen kann man auch einfach mal sagen, die ändern wir. Das machen wir mal anders. Und nicht eben dieser typische Satz, das war schon immer so. Ja, aber es schadet auch nicht mal, der Frau einen Hut aufzusetzen. Ja, jetzt ist es Freitagabend, 19 Uhr, in 2 Stunden geht's los. Und ich glaube, wir sind alle richtig nervös. Ich war gerade schon im Zelt. Da habe ich schon gedacht, ob es nicht heute ein bisschen zu voll wird. Also das ist natürlich gut für uns, aber wenn das voll ist im Zelt, dann ja, wird es eng. Ich bin entspannt, aber freudig aufgeregt. Also deswegen nervös. Man freut sich natürlich. Es ist jetzt halt einfach kein normaler Freitagabend, sondern Kirmes in Röhrenfurt. Kirmesfreitag ist Discoabend, da kommen dann die jüngeren Leute und da wird einfach mit dem DJ schön gefeiert. Da geht es eigentlich schon immer sehr gut rund. Das ist ein sehr guter Abend für uns als Kirmesteam auch. Achtung Leute, in 5 Minuten geht's los. Pass mal auf. Security ist da. Ich weiß, ich habe gerade mit Dennis telefoniert. Wieso telefonierst du mit Dennis? Der steht oder? Woher soll ich das wissen? Kann ich das riechen, Alter? Ich hab ihm gesagt, Security ist da. Zu mir aber nicht. Ich hab seine Runde gesprochen. Ja. Jetzt hör auf zu heulen, ey. Ich höre also mi. Alter. Moritz! Wir sollen am Eingang. Muss man den auch vorzeigen? Ist ein Mutti-Zettel? Ja, einmal bei ihr. 16. Jetzt gerade zu Beginn sind sehr viele junge Leute da, das ist schon sehr besonders, aber die Kirmes fängt gerade an, am Anfang kommen immer junge Leute, die nutzen das aus, dass sie jetzt erstmal noch hier sind und dann halt später gehen müssen. Beim Mutti-Zettel ist es so, dass die unter 16-Jährigen den Zettel nutzen und da eine verantwortliche Person angeben, mit denen sie hier beim Fest sein dürfen, auf der Kirmes sein dürfen und ja, die Person ist halt verantwortlich für die, wenn es nicht die eigene Mutter oder der eigene Vater ist. Sorry. Mit den grünen Männchen sind sie über 18, mit den blauen unter 18 und die gelben sind die, die noch nicht mal 16 sind. Also die Leute, die keinen Alkohol kriegen. Ich glaube, das wissen die alle selber noch nicht. Das werden sie dann in Schulen erfahren. Leute kommen von alleine, ist eigentlich ein Selbstläufer. Kirmes hier in Röhrenfurt eigentlich. Nein, wir lassen es ja auf anderen Kirmesen auch viel blicken und haben ja dadurch halt auch viele Connections, sag ich mal, die außenrum gehen und ja, deswegen kommen sie auch hierher dann. Kirmes Röhrenfurt sind die besten Freunde von uns so ungefähr. Sind die besten Freunde, also wir machen seit mindestens 8, 9 Jahren schon immer alles zusammen. Und wir kommen halt alle 4 Tage hierher, die sind ja von Freitag bis Montag mindestens dran und genauso ist es bei uns eben auch. Die sind auch bei uns die ganze Zeit da und geben richtig Gas und das versuchen wir halt bei denen auch schon zu machen. Kirmes ist einfach das Beste, was es gibt, gerade auf dem Dorf, schön mit den Freunden trinken, feiern, es macht einfach nur Spaß. Es gab tatsächlich ein Jahr, da sind wir in 39 Wochenenden von den 52, die es im Jahr gibt, auf Kirmesen gewesen. Also für so ein Jahr kriegt man schon voll. Die Älteren auf dem Dorf, die legen sehr viel Wert auf die Kirmes tatsächlich noch und dass die Traditionen fortgeführt werden. Und das ist dann schön, wenn wir als jüngere Generation auch was zurückgeben können. Von Freitag auf Samstag ist halt so, ja, das stiftet man eigentlich gar nicht. Freitag und Samstag, weil da sind wir hier fertig so,
5:30, 6 rum halt. Und um 7:30 treffen wir uns dann schon immer. Also da kann jeder dann nur noch von hier schnell heim duschen, sich umziehen und dann treffen wir uns wieder. Wir haben erstmal das Zelt gesäubert und dann war ich zu Hause, habe schnell geduscht, mich in neue Klamotten geschmissen und bin schon wieder losgefahren. Von daher 0 Minuten Schlaf. Durch die Kirmeszeitung, die vorher rauskommt, wird den Röhrenpfortern auch mitgeteilt, wann, wo die Stationen sind für das Kirmesständchenspielen. Und dann können da eben alle im Umkreis lebenden Leute sich versammeln. Und dann kommen wir da hingefahren. Und jeder, der sich was wünscht, kommt dann zu einem Kirmesbursche, Kirmesmädchen von uns und spendet in der Regel auch was für uns, für die Kirmes und kann sich dementsprechend dann auch Lieder wünschen bei der Band. Ein weißer Schwan zieht den Kahn mit der schönen Fischerin auf den blauen See. Auf dem Dorf gibt es ja nicht so viel, sag ich mal. Ne? Und da muss man ja schon gucken, dass man auch, sei jetzt übertrieben gesagt jetzt mal, dass man die Leute auch bei Laune hält und was anbietet halt fürs Dorf. Die Kimme juckt, der Bär, der schreit und Röhrenpfort ist Kirmeszeit. Na dann Prost. So, Grüßchen. Dass man halt auch was erlebt, auch für die Jüngeren jetzt oder für die Älteren zum Beispiel, die jetzt kein Auto mehr fahren können oder alleine mit dem Zug oder sowas nicht fahren wollen. Die freuen sich ja dann auch immer, wenn sowas halt ist. Ne? Ist halt dann schon nochmal was anderes, wenn, sag ich mal, alle zusammen dann kommen. Es ist einfach Kultur. Das gehört zum Dorf dazu, das gehört zu unserer Gemeinschaft dazu. Das bringt Jung und Alt zusammen und das ist ganz wichtig. Ja, da bin ich auch froh drüber, dass es das gibt. Bei uns in der Generation, erst war es mein Mann, dann waren es meine Söhne und jetzt ist schon ein Enkel dabei wieder. Das freut mich besonders. Ich war in meinen frühen jungen Jahren 3-mal Kirmes Beteiligter und davon 2-mal Kirmesvater. Ich habe das nie gedacht, dass nach mir in unserer Gruppe noch jemand, ein männliches Wesen sowieso nicht, auch mal Kirmesvater oder Kirmesmädchen wird. Sehr stolz. Wenn ich beim Ständchenspielen bin und an Stationen ankomme, wo Familienmitglieder von mir stehen oder Freunde, dann ruhe ich mich kurz bei denen mal aus, weil es natürlich anstrengend ist. Aber dann sitze ich da und bin so ganz beseelt und freue mich und es ist einfach schön, mittendrin zu stecken. Es ist ein wahnsinnig anstrengendes Wochenende. Man schläft wenig und man ist immer auf Zack und kann auch irgendwann dann nicht mehr. Aber trotzdem macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Straße, da sagt dich keiner, was du hast oder bist. Ja, wie hält man das körperlich durch? Es ist, man schafft es einfach. Irgendwie ist man dann in so einem, man ist in so einem Modus drin, dass man halt einfach die Kirmes durchhält, weil das einfach dann so sein muss. Und dann vom Alkohol ist es dann auch so, wenn man so langsam merkt, es ist ein bisschen zu viel, dann schraubt man ein bisschen runter, aber man hält immer so einen gewissen Pegel. Und ja, gute Laune muss einfach da sein. Fürs Dorf und fürs Team. Gut. Ich habe gar nicht ausgetrunken. Es ist Samstagabend, 20:43 Uhr. Wir haben seit Freitagmorgen nicht mehr geschlafen und jetzt kickt gerade so ein bisschen die Müdigkeit und man ist erschöpft vom Tag. Das Ständchenspielen war schön, aber trotzdem auch anstrengend und das Zelt füllt sich gerade so langsam, aber ja, ich habe gerade noch keine Schicht. Dann merkt man erstmal, wie müde man noch ist. Ich werde am Sonntagmorgen in die Kirche gehen zum Kirmes-Gottesdienst und deswegen darf ich, glaube ab 3 oder 4 Uhr dann theoretisch nach Hause gehen, um ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Aber so ganz fest steht das alles noch nicht und am Ende, wenn es einem dann gut gefällt, bleibt man irgendwie da doch wieder länger und dann hat man doch wieder zu wenig Schlaf. So ihr Lieben, einmal ganz kurz umdrehen, den Blick gern Eingang. Wollen wir sie reinlassen?
Wir sind für euch die Kirmesburschen und Mädels aus Röhrenfurt. Man tanzt halt die Kirmes an, ist halt auch Tradition bei uns. Und ja, angetanzt habe ich mit der Festbehörde bei uns. Das ist auch Tradition mittlerweile bei uns, hat sich so eingebürgert gehabt, dass der Kirmesvater immer mit der Zeltbehörde antanzt. So romantisch, ey. Ich glaube, ich heirate den Jungen. Wie lange ist denn das Lied? Ein riesengroßer Applaus für den Kirmesvater. So, wie ihr gerade alle gesehen habt, tanzen kann ich nicht. Ja, ich begrüße alle Kirmesteams, Malzfeld, Wattenbach, wer auch immer alles hier ist. Ich hoffe, wir haben heute einen schönen Abend alle zusammen. Dann Prost Kirmes alle! Ja. Ja, also aktuell ist es so, dass es doch voller ist als gedacht. Das Zelt war quasi schon vor dem Antanzen so voll, dass eigentlich der Platz auf der Bühne zu klein war. Und die Leute standen aber trotzdem noch draußen in einer riesen Schlange und wir hatten doch nicht damit gerechnet, dass es heute Abend so voll wird. Was die Leute aus dem Eingangsbereich, die hier kein Painting kaufen wollen. Das geht doch nicht, die laufen Leute an mir vorbei, die sind total. Ja, ist gut, aber jetzt gerade aktuell ein bisschen stressig. Aber wie gesagt, sonst, wir freuen uns natürlich, dass es so voll ist. Und die Band macht, glaube ich, auch ganz gute Stimmung vorne. Ich finde es toll, wenn wir uns bei dieser Kirmes, jetzt auch im Gottesdienst, über die alten Erinnerungen austauschen. Ich finde es toll, wenn ihr als junges Kirmesteam sagt, damals, das haben wir als Kinder schon mitbekommen und wir möchten die Tradition aufrechterhalten, aber wir bringen auch immer mal den einen oder anderen neuen Gedankengang rein. Beim Ständchenspielen am Samstag haben wir das nun durchs letzte Jahr schon ausprobiert. Da gab es den tollen Erfolg, dass man nur an manchen bestimmten Orten spielt und nicht mehr vor jedes Haus fährt. Natürlich hat es den Traditionalisten so gar nicht gefallen, aber genau in dieser Mischung, darum soll es heute gehen. Altes bewährt und Neues ausprobieren. Wie gelingt das? Ihr Lieben, ich frage euch, wer von euch ist eher der Typ, der etwas Neues ausprobiert und offen ist für Veränderungen? Demgegenüber, wer mag? Ich möchte es jetzt nicht werden, aber ich fände es schön, wenn in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach die Möglichkeit bestünde, dass eine Frau auch Kirmesmutter werden kann. Dann in der Leitungsposition vom Kirmesvater und man würde das halt dann rumdrehen und dann würde sich vielleicht noch ein anderes Kirmesmädchen als Mann verkleiden. Ich denke immer, Traditionen sind schön und gut, aber über manche Traditionen kann man auch gerne mal drüber nachdenken. Mit Gottes Segen gehen wir hinein in diesen Kirmessonntag und in die neue Woche. Ja, super, dann fahren die hin und dann kannst du dich direkt hinter denen einreihen. Kannst du ihr das direkt sagen? Daniel fährt den Wagen, ne? Sag's ihr direkt. Dankeschön. Wer fährt den Dorffeierwagen? Bitte mal durchgeben. Lass mal noch 5 Meter Platz und dann gleich da hinterm KGR, gleich rechts.
Meine Aufgabe hier gerade ist die Koordination von der Reihenfolge für die Wagen, die beim Festumzug teilnehmen. Das heißt, ich habe vorher die Anmeldungen gesammelt für den Umzug und habe die dann so ein bisschen sortiert, dass es auch so ein bisschen zusammenpasst. Und das koordiniere ich jetzt, damit die Fahrer von den Wagen oder auch die Fußgruppen einfach wissen, auf welcher Position sie am Festumzug sind. Hey Nico, du hast echt einen ganz geilen Job heute. Jeder, der mitmachen wollte und sich angemeldet hat, ist da. Ich habe alle schön koordiniert und aufgereiht. Es hat gut geklappt und jetzt kann es eigentlich pünktlich losgehen. Darf jeder mitmachen, der möchte. Wir ziehen da keine Grenze. Da können auch Freundesgruppen sagen, hey, dieses Jahr haben wir irgendwie Lust, beim Umzug mitzumachen, und dann fahren die oder laufen die mit. Dann kommen Vereine aus Röhrenfurt. Der Karnevalsverein ist sehr häufig dabei. Der Kindergarten macht eigentlich auch häufig mit, genau wie die Schule. Dass dann einfach die Kinder mitlaufen oder mitfahren. Aber auch andere Kirmesteams, die dann einfach mit ihren Wagen, mit ihren Anhängern dabei sind und da dann gut Stimmung machen. Ja, Matteo ist ein Kirmesbaby, ne? Wir feiern beide gerne. Die gemeinsame Kirmesliebe hat uns verbunden. 2018 waren wir zusammen im Kirmesteam, 2020 haben wir schon geheiratet. Ja, wir haben uns halt kennengelernt auf der Kirmesfete. Kirmesmädchen Wattenbach, Kirmesbursche Röhrenfurt. Genau. Ihr seid 29 Jahre verheiratet. Die Kirmes im Dorf ist am wichtigsten. Das Highlight im Jahr. Was gibt es denn fürs Dorf? Feiern, gesellig sein, das ist schön. Nur, dass man alle mal wieder sieht von früher so. Mit Kindergarten und Schule. Und es ist in letzter Konsequenz ein bisschen was alt in dieser hektischen modernen Zeit. Und das macht so einen Wahnsinn Spaß, shoppen zu trinken mit den Leuten und Party zu haben. Wann sonst? Brauchtum ist Brauchtum. Es gibt Dinge, die man einfach mal unabhängig von den modernen Veränderungen beibehalten muss. Sappel und Donnerwetter. Ob Frau oder Mann, wenn du das Potenzial dazu hast, es zu führen und zu leiten, und dann mach's halt so. Keine Leistungsgesellschaft, ob du es kannst oder nicht kannst. Natürlich kann jede Frau auch den Job des Kirmesvaters ausführen. Ja. Und jeder Mann kann den Job der Kirmesmutter ausführen. Aber Sapperlot es... Nein! Meine erste Kirmes war sehr schön. Ich hätte mir, glaube ich, nicht so eine schöne Kirmes vorstellen können, wenn mir jetzt einer letztes Jahr gesagt hätte, du bist nächstes Jahr im Kirmesteam. Man macht es ja fürs Dorf halt, wie gesagt, und nicht für einen selber. Und bin ich froh, wenn alle hier mit dem Grinsen von der Kirmes runtergehen, und dann weiß ich ja, dass wir alles richtig gemacht haben hier. Die Sache am Dorf ist eben solche Dinge wie eine vegetarische Alternative zum Essen oder eine Frau als Kirmesvater. Ich denke, das sind solche Dinge, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und die hängen dann einfach auch der Stadt hinterher. Aber die Stadt hat einfach nicht so eine Kirmes.